Kennst du diese Aussage? Das geht nicht. Wenn jemand zum Beispiel gesagt hat, das geht nicht, mit diesem Chef kann man nicht zusammenarbeiten. Das geht nicht, dieser Mitarbeiter bekommt das nicht hin. Das geht nicht, diese Beziehung kann nicht mehr geheilt werden. Ich habe kürzlich etwas erlebt, was mich zum Nachdenken gebracht hat und mich inspiriert hat, diese Aussage, das geht nicht, öfter mal in Frage zu stellen. Kürzlich war ich mit einem Freund unterwegs und wir haben uns spontan entschlossen, einen kleinen Ausflug ins Berliner Umland zu machen. Und wir sind ein kurzes Stück hinter die Stadtgrenze gefahren, in ein schönes Gebiet, wo es schöne Felder gibt, und wollten ein bisschen spazieren gehen. Wir fuhren einen kleinen Seitenweg rein, eine kleine Seitenstraße, die dann mehr und mehr zu einem Feldweg mutierte. Dieser Feldweg wurde immer mehr zu einem schmalen Waldweg. Es gab kein Schild, was uns verboten hätte, dort zu fahren. Also fuhren wir einfach weiter. Und dann hielten wir an, stellten das Auto ab und machten einen sehr schönen Spaziergang. Und nachdem wir zum Auto zurückgekehrt waren, fuhren wir den Weg weiter. Das Problem war, dass der Weg immer schmaler wurde. Und ungefähr an dieser Stelle begegnet uns eine Frau und mein Freund fragte sie, ob man in diese Richtung weiterfahren könne. Und sie sagte, dass man zwar weiterfahren könne, aber dass es da hinten ein Poller ist, an dem man nicht vorbeikommt. Also fuhren wir ein Stück weiter, um einen Ort zu finden, wo man umkehren kann. Und dann standen wir schon hier und wollten wenden. Und ich sah diesen Poller, an dem man nicht vorbeikommt. Aber dann dachte ich mir nur, okay, einen Moment, ich probiere kurz was aus. Und in der Vorstellungskraft dieser Frau war es nicht möglich, hier vorbeizugehen. Der Poller war die ganze Zeit da gewesen. Sie ist zigmal dran vorbeigelaufen. Und es geht nicht in ihre Vorstellungskraft, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass dieser Poller immer da ist. Und das ist jetzt kein Aufruf dazu, regelmäßig nachbarschaftliche Beziehungen zu belasten und Wege zu fahren, die irgendwie grenzwertig sind. Manchmal kommt man aber in diese Situationen, wo jemand sagt, das geht nicht. Und die Aussage dahinter ist eigentlich viel mehr, ich kann das nicht. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe das noch nicht hinbekommen. Was aber nicht bedeuten muss, dass es für dich nicht möglich sein sollte. Manchmal kann man einfach etwas ausprobieren. Und wenn es nur so banal ist, wie zu probieren, ob dieser Poller sich nicht vielleicht doch durch einen leichten Zug nach oben bewegen lässt.